Hi, hier ist Mr. Lagiol, heute allerdings mit einer Hommage an meinen Lagiol-Kunden, an die Lagiol-Fans, an meinen Zuschauer, also auch an dich. Wir haben jetzt im Jahr 2022 drei sehr, sehr schwere Jahre hinter uns, wo die zwischenmenschlichen Beziehungen sehr darunter gelitten haben, wo der Ton rauer geworden ist, wo die Menschen aggressiver geworden sind, wo die Regierung auch dazu beigetragen hat, dass große, tiefe Spalten zwischen uns entstanden sind, innerhalb der Familien, der Freunde. Es waren wirklich unglaublich schwere Zeiten und die sind noch nicht ganz vorbei, das wird noch ein bisschen dauern. Ich denke, nächstes Jahr wird sich ein bisschen stabilisieren. In meinem Leben bis jetzt habe ich in sehr, sehr vielen Firmen gearbeitet. Ich habe in über 30 Firmen allein schon als Student, als ich Physik studiert habe, gearbeitet und habe sehr viele Kunden, sehr viele verschiedene Firmen und Bereiche kennengelernt. Auch ich habe selbst mehrere Firmen gehabt und ich muss sagen, und darum geht es heute, so tolle Kunden wie hier bei original-lagiol.de, gerade in den letzten 5 bis 10 Jahren, habe ich noch nie irgendwo erlebt. Und ich stehe auch in Kontakt mit anderen Freunden, Bekannten, die ebenfalls eine Firma haben und die erzählen mir völlig andere Geschichten. Gerade dieses Jahr ist diese Aggressivität so immens geworden, dass Telefone aufgelegt werden, geschimpft wird am Telefon, die Leute unzufrieden sind, ungeduldig. Und das habe ich nicht erlebt. Bei euch, bei den Lagiol-Fans. Ich weiß nicht, was mit euch los ist, aber das möchte ich mal hier wirklich loswerden. Die Schmieden, die haben auch selber große Schwierigkeiten gehabt. Ja? Dadurch, dass viele auch an Corona erkrankt sind und auch diese Quarantänepflicht da war, sind natürlich viele lange Zeit nicht zur Arbeit gekommen und nicht kommen konnten. Und deswegen gab es auch hier und da immer wieder Qualitätsprobleme. Auch die Lieferzeiten haben sich erheblich verlängert, weil die selber natürlich die Vorprodukte für die Messe nicht bekommen haben. Stell dir vor, du kaufst ein Produkt, bezahlst es im Voraus, bis auf die 5%, dann rufst du nach 8, 9 Wochen und fragst, hey, wo ist mein Produkt? Völlig zu Recht. Ich erkläre dir das Ganze, wo das Problem ist, und du bedankst dich bei mir. Du bedankst dich bei mir für die Auskunft. Du hast bezahlt, hast 8, 9 Wochen gewartet, bekommst mitgeteilt, dass es noch weitere 3, 4 Wochen dauert. Und du bedankst dich bei mir. Bist geduldig. Sagst, ja, okay, ich warte noch. Danke für die Auskunft. Das ist ja phänomenal. Das ist unglaublich. Und selbst wenn du sagst, ja, ich kann nicht lange warten, tut mir leid, ich brauche das Geld wieder oder lass uns umsteigen auf ein anderes Produkt oder eine andere Lösung, passiert das immer noch in einer freundlichen, herzlichen Atmosphäre voller Respekt. Das habe ich nirgendwo gehört. Das höre ich ja in meiner Umgebung überhaupt nicht von anderen. Es ist phänomenal, wie ihr euch verhaltet. Es ist wirklich Wahnsinn. In einer meiner letzten Videos habe ich ja mal aufgerufen, wenn dir das Video natürlich gefällt, dass du vielleicht mal auf den Daumen nach oben drückst. Das tut mir sehr gut, beziehungsweise dem Kanal, weil da sieht YouTube, hey, da sind viele Leute, die den Daumen nach oben klicken. Also stufen wir es ein bisschen höher ein und verbreiten das natürlich weiter, sodass auch andere Kunden die Möglichkeit haben, diese Videos zu sehen. Das habt ihr natürlich befolgt und da waren noch einige Kunden oder speziell einer, der hat sich genannt als Social Media Neandertaler, also das in dem Sinne, dass er aber eben halt nicht viel damit am Hut hat und nirgendwo angemeldet ist. Und er hat mir gesagt, er hat sich extra angemeldet bei YouTube, nur damit er den Daumen nach oben für mich, für meine Videos klicken kann. Wie cool ist das denn? Ich weiß, das ist vielleicht für viele von euch eine Selbstverständlichkeit oder vielleicht eine Kleinigkeit, aber ich bin davon echt berührt. Weil gerade in diesen
heutigen Zeit das nicht mehr selbstverständlich ist, dass man etwas füreinander tut. Völlig uneigennützig. Etwas, was wirklich mit Arbeit sogar verbunden ist. Es ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Ich bekomme auch sehr viele E-Mails und darin sind sehr viel Zuspruch, sehr viel Lob, sehr viel Anerkennung für mich. Völlig so uneigennützig, einfach so von euch heraus. Das sind immer so Kleinigkeiten und auch kurze Sätze vielleicht, aber die bedeuten mir wirklich eine Menge. Das ist für mich, erkläre ich auch manchmal in den Videos, es ist für mich wie Standing Ovation in einem Theater, wenn ich auf der Bühne wäre. Das ist für mich phänomenal, wenn ich solche E-Mails bekomme. Letztens hat eine sehr nette Kundin geschrieben, die Zeit, wo sie vor dem Video steht oder vor dem Fernseher und sich meine Videos anguckt, das ist für sie eine Erholungszeit mit Videofunktion. Das ist doch wahnsinnig cool, sowas. Das berührt mich unglaublich. Oder muss man sich vorstellen, ich mache ein Video, ich habe da Messer vorgestellt, die vielleicht Unikate sind, so besonders exquisite, besonders ausgefallene, und die sind oft, wenn ich ein Video präsentiere, auch ziemlich schnell weg. Und das ist ein Messer, das du vielleicht als Lagiol-Sammler unbedingt haben wolltest, aber da waren andere vielleicht schneller oder deine finanzielle Situation erlaubt das nicht. Und da schreibst du in dem Kommentar, du guckst in dem Shop vorher, siehst, dass es verkauft ist, und du schreibst in den Kommentar im Video, du gratulierst demjenigen, der es gekauft hast, und wünschst ihm alles Gute und viel Freude mit dem Messer. Völlig neidlos. Hey Leute, das ist Empathie auf höchster Stufe. Ein Produkt, das du unbedingt haben willst, das du nicht haben kannst, aus welchem Grund auch immer. Und du gratulierst demjenigen, der es gekauft hat. Das ist einfach wirklich schlichtweg Wahnsinn. Wenn ich sowas lese und höre, vielleicht bin ich doch mal, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu nah am Wasser gebaut, aber mich berührt das jedes Mal zutiefst. Weil wir das heute gerade jetzt nicht mehr so unbedingt erfahren in unserem Alltag. Und aus diesem Grund möchte ich jetzt vor allem mit diesem Video wirklich den Hut vor dir ziehen, dir meinen Respekt zollen und dir danken für deine Dankbarkeit, für deine Herzlichkeit, für deine Geduld. Vielleicht noch mal eine kurze Sache aus meinem Leben. Wir haben ja diese Aktionen mit 40% Rabatt, zum Beispiel der Serafin-Tag oder der YouTube-Rabatt, und da fragt der ein oder andere Kunde schon mal, wie macht ihr das? Das geht doch nicht, dass die 40% Rabatt macht. Da kann doch nicht mehr wirtschaftlich sein. Und meine Steuerberaterin, wie sie diese Tage sind, das sind ja 4 Tage insgesamt pro Jahr, da schlägt sie auch die Hände über den Kopf zusammen und sagt, Kinder, was macht ihr da? Das kann doch wohl nicht wirklich ein Unternehmer tun. Ja, das ist richtig. Aber ich selber bin auch Lagiol-Fan. Ich selber bin auch leidenschaftlicher Sammler und ich weiß genau, wie das ist, wenn man sich ein Messer wünscht, das man nicht haben kann. Fast jeder, der mit Lagiol beginnt, kauft sich erstmal Messer für 100 bis 300 Euro, dann ist man begeistert, dann kauft man ein zweites, ein drittes, und dann eines Tages sieht man da zum Beispiel ein Video oder in meinem Shop ein außergewöhnliches Messer, ein Kunstwerk, weil Lagiol-Messer sind im Grunde genommen Kunstwerke mit Schneidefunktion. Und dann möchtest du unbedingt dieses Messer für 500 Euro, für 1000 Euro haben, aber du kannst es nicht und du wünschst es dir aber vom ganzen Herzen. Ich weiß, wie das ist. Und aus dem Grund mache ich ja genau diese Tage, damit du auch solche Kunstwerke bekommen kannst, die normalerweise gar nicht in deiner finanziellen Beuteschema liegen. Ich habe die Erfahrung in meinem Leben gemacht, wenn du Liebe und Leidenschaft weitergibst an andere, dann bekommst du es immer zurück. Die Liebe und die Leidenschaft ist im Prinzip wie die Energie. Ich muss ja ein bisschen als Physiker mal erklären. Die Energie wird niemals vernichtet. Die Energie
wird umgewandelt. Zum Beispiel, wenn du ein Stück Holz hast und verbrennst das, sieht für dich aus, als wenn dieser Gegenstand weg ist und somit die Energie, die da drin war, auch weg ist. Ist aber nicht. Die Energie aus diesem Holzstück hat sich gewandelt, transformiert in Asche, in Wärme, in Licht, in die Erhöhung der Entropie. Das ist ein Maßstab für die Unordnung im Universum. Das heißt also, die Energie aus diesem Holzstück wurde nur umgewandelt in etwas anderes. Es ist immer noch da. Und genauso ist auch die Liebe und die Leidenschaft. Du bekommst es immer zurück. Immer. Vielleicht nicht von den gleichen Leuten, vielleicht nicht zeitnah und vielleicht nicht unter ähnlichen Umständen, sondern ganz andere, wo du nie drüber nachgedacht hast. Es gibt keine Zufälle. Alles, was passiert, ist insgesamt, fließt zusammen und bleibt erhalten. In diesem Sinne, nochmal Dankeschön für deine Herzlichkeit. Tschüss.